Seid gegrüßt bei unserem dritten Teil unserer Korsika-Reise Anfang Juni 2024. Es wird wieder spannend, bleibt unbedingt dran. Wir zeigen euch Albo am westlichen Teil von Cap Corse und wie wir dort auf einen kostenfreien Stellplatz standen. Warum wir nicht in San Florent Halt gemacht haben. Einen Campingplatz in Santa Lucia di Murani an der Ostküste. Das sanfte Meer auf der Ostseite. Einen kurzen Besuch eines Aromaölsherstellers. Wie wir einen wunderschönen Campingplatz am südöstlichen Teil Korsikas fanden. Mit einer grandiosen Aussicht, mit direkt 3 wunderschönen Sandstränden, die hier Anfang Juni überhaupt nicht überlaufen waren. Nach dem Intro geht's los. Wir fangen einfach mal da an, wo wir an Teil 2 aufgehört haben. Wir fahren die Küstenstraße entlang mit ihrem atemberaubenden Ausblick. Hier rechts in der Ferne, da sieht man schon das Ende von Cap Corse. Aber da wollen wir jetzt ja noch nicht hin, wir wollen nach Albo. Das liegt von uns aus noch vor Nonza. Die Straße war so schön, wir konnten die Kamera gar nicht abwenden. Kein Wunder, die D80 ist eine der schönsten Straßen in Europa. Falls ihr Cap Corse mal bereist, dann wählt wie wir hier diese Fahrbahnseite. Bessere Aussicht und die Felswände stehen schon mal über. Mit dem Gegenverkehr, da wird es ja schon mal eng. Da kann man froh sein, wenn kein Bus um die Ecke kommt. Ja, und was macht man dann? Leute, echt? Ich habe keine Ahnung. Unser Highlight kommt noch. Den hatten wir im Inland mit einem Transporter. Zeige ich euch noch. Hier geradezu kommt eine traumhafte Bucht. Die ist noch vor Albo. Da, ein schöner Strand. Das ist der Plage de Giottani. Und der Ort heißt Marina de Giottani. Wir haben von der anderen Seite mal ein paar Aufnahmen gemacht. Der schöne Ort, der hat sogar Übernachtungsmöglichkeiten. Da ist ein Hotel. What a start. Inside out and upside down. No stress, I'ma clean up this mess like Alice. First hand me scissors. Keine Ahnung, wie das Dorf heißt. Mercarce. Mit Doppel-C. Nö, das ist Marinka, heißt das. Wunderschöner Name. Sagt unser Navi gerade. Ja, wenn das Navi das sagt, ne? Okay, habe ich gesagt. Da steht's. Kennt ihr diese Orte, wenn das Heck im Ort reinkommt, da sind vorne die Scheinwerfer schon wieder draußen? Das hier war so ein nettes Dörfchen. Hier die Bestätigung. Marinka auf der D80. Hier hatte ich mal kurz einen Moment, da dachte ich, wir hätten uns verfahren. Dafür ist es hier sehr schön. Chili Billy. Wenn der jetzt nett ist, dann halten wir hier. Guck mal. Schön, da kannst du gar nicht mehr sitzen. Ne? Was gibt es denn hier? Restaurant nonstop. Von 11 bis 21 Uhr. Das ist aber schön hier. Parken ist aber schlecht. Leider können wir unser Wohnmobil hier nicht parken, sonst hätten wir uns hier hingesetzt. Hinter der Kurve kommt ein altes Asbestwerk. Ich habe was Schönes im Internet gefunden, da wird das die weiße Hölle von Canari genannt. Ich lese es euch mal vor. Zur Ewigkeit verdammt, an einem der schönsten Flecken Korsikas erinnert uns die Ruine der Asbestmine von Canari an den Machbarkeitswahn des Menschen. Wow. Viele von euch kennen bestimmt schon dieses Werk. Wir haben es zum ersten Mal gesehen. Ja, im Internet habe ich es auch schon vorher mal gesehen. Mitten im Paradies steht so eine Hässlichkeit. Hammer, oder? Ich muss weinen. Dahinter wurde es aber direkt wieder schöner. Und da kam die Bucht schon mit unserem Übernachtungsplatz.
grow you white Albo. roses, so you can learn to be kind. Somit ging es ab von der D80. Taking your heart to Mit dem Abwasser dann regeln, ne? Ja, warum sage ich das so? Weil auf Korsika kannst du nicht überall Abwasser loswerden. Und somit ist man dann froh, wenn man so eine Stelle hier findet. Hier, die ist sogar kostenlos. Gerade darauf zu ist direkt der Strand. Der Plage de Albo. Hier hinter den Bäumen, da stand unser Wohnmobil. Rund 30 Plätze stellt die Gemeinde hier kostenlos zur Verfügung. Mit schönem Meeresrauschen in der Ferne haben wir gut geschlafen. Wunderschön unsere Welt, oder? Wir wollten dann auch mal zum Turm hoch. Und auf dem Weg dorthin konnten wir diese wunderschönen Bilder machen. Wasn't I meant to lie in your arms here for a while? I'm alive and I take you in. I've been falling, calling. When I reach out, you hold on. Was it Nach einem kleinen Päuschen dann am Turm hatten wir Hunger und sind wieder zurück zum Ort. Da hatten wir ein kleines Lokal gesehen. Wir fanden das Essen sehr lecker, dürftig und sehr kostspielig. Essen ist auf Korsika sehr teuer, also ausessen gehen ist sehr teuer. Am Strand dann ließen wir diesen wunderschönen Tag zu Ende gehen. Mit dem Wind in der Nase. Am nächsten Tag waren wir dann schon wieder unterwegs. Wir fahren von Albo nach St. Florent. Und weil es uns da nicht so zusagte, sind wir rüber auf die andere Seite, wieder zur Ostküste. Hier fanden wir über die Park4Night-App einen schönen Campingplatz, der direkt am Strand sein sollte. Unser Zielort hieß somit Santa Lucia di Moriani. Übrigens, seit Jahren buchen wir keinen Platz mehr vor. Das hat für uns mehrere Vorteile. Das kann natürlich jeder machen, wie er möchte. Logisch. Nonza, Asche über unser Haupt, wir sind einfach durchgefahren. Ist schon fast eine Sünde, aber was sollten wir machen? Denn unser Zielcampingplatz, der machte Mittagspause von 12 bis 17 Uhr. Ja, und wir hatten natürlich keine Lust, bis 17 Uhr da vor geschlossenen Pforten zu stehen. Die Ulla konnte zum Glück von Nonzas Strand ein paar schöne Fotos machen. Schaut euch die Farben an. Wahnsinn, oder? Und auch hier in Nonza kannst du froh sein, wenn dir kein größeres Fahrzeug entgegenkommt. Und dennoch kann ich euch diese wunderschöne Strecke nur empfehlen, egal was ihr für ein Wohnmobil habt. Hier gilt der Wahlspruch von den Kölnern. Es hat immer gut gegangen. Bleibt einfach cool und lasst euch von dem Hintermann nicht nervös machen. So wie der hier. Das sind zwei Schulfreunde, die haben sich getroffen und der stand hier 5 Minuten, war hier mit Zählen, was die gestern so gemacht haben. Hier in der Ecke kann man super sehen, wie die Straße in den Stein geschlagen haben.
12 Uhr kommt jetzt das schöne Dörfchen Marina del Negro. Auch hier müsste man eigentlich Halt machen. Wir haben es leider nicht gemacht. Hier baut irgendjemand eine alte genuesische Brücke wieder auf. Und hier steht so ein alter genuesischer Turm. Den sieht man ganz kurz mal jetzt rechts. Sehr schön. Da ist er. Ich hatte euch ja die Aufnahme vorhin schon gezeigt. Wir hatten Schwein, dass das hier eine schöne breite Stelle war. Wie bereits erwähnt, fahrt die Strecke trotzdem. Schaut euch diese atemberaubende Aussicht an. Das muss man live erleben. Wird schon schief gehen. Denkt immer dran, setz live. Keine der 80 mehr. Wir müssen jetzt auf die andere Seite der Insel und deswegen keine Küste mehr. Außer dieser kurze Abschnitt hier von St. Florent. Sehr schön hier, aber nicht unser Ding. Hier lebt wohl die Schickeria. Naja, wer hat, der hat, ne? Und hier auf der Flaniermeile kann man es zeigen. Mir persönlich deutlich zu viele Menschen. Der Ulla, der macht das nicht so viel aus. Die geht ja auch schon mal ganz gerne shoppen. Ja, ist ja auch nicht so mein Ding. Wie dem auch sei, ich war froh, wo wir hinten wieder rauskamen. Ab auf die andere Seite. Hier was zur Geschichte aus dem Internet. St. Florent geht auf eine kleine Siedlung zurück, die einst im Schutzbereich der genuesischen Rundfestung entstand. Die Zitadelle wurde 1440 von den Genuesen erbaut und diente bis zum 18. Jahrhundert als Sitz des Bischofs von Nebbio und Gouverneurspalast. Bis 1848 trug sie den italienischen Namen San Fiorenzo. Wenige Kilometer über Berg und schon konnten wir auf der anderen Seite die Ostküste sehen. Somit hatten wir das wunderschöne Cap Corse endgültig verlassen. Für die Dimensionen, Cap Corse ist etwa 10 Kilometer breit und etwa 40 Kilometer lang. Hier waren wir bereits auf der anderen Seite auf einer schön ausgebauten Schnellstraße. Große Fahrzeuge und Gespanne befahrt ihr auf Korsika mit Straßen besser mit einem T davor. Die Straßen mit einem D davor, die habt ihr ja gerade gesehen. Schwing! Genau, schwingen. Wir haben es noch geschafft vor 12 Uhr. Schöner gepflegter Platz hier. Achtung, Buckel. Ja, so von außen sieht der okay aus, aber wir müssen da was zu sagen mit gepflegt. Die Waschhäuser, die waren total veraltet. Normal kein Problem, wir gehen auch auf veraltete Toiletten, wenn da nicht gerade Würstchen oder sowas drin liegen, ne? Und das war da wirklich dauerhaft. Also die Sanitäranlagen, die waren da nicht gepflegt. Geradezu könnt ihr schon den Strand sehen. Zeigen wir euch gleich. Der Betreiber in der Rezeption, der war sehr freundlich. Die Lage von dem Platz war auch schön, die war direkt am Wasser. Jedoch war es sehr laut, ihr hört es im Hintergrund. Das ging bis tief in die Nacht rein und somit sind wir am nächsten Tag wieder gefahren. Das war nichts für uns alte Säcke. Links vom Strandeingang war diese schöne Strandbar. Und wenn ihr jetzt glaubt, das ist aber ein super Strand, dann bleibt bitte unbedingt dran und schaut euch die Bilder am Ende dieses Videos an. Wir haben heute den 1.6. Samstag. Wir fahren jetzt für die Ulla nach Natur Essences. Die kommt da gerade von der Rezeption. Da vorne ist übrigens eines der Waschhäuser. Und danach fahren wir zum südöstlichen Teil. Ich habe den Ort vergessen, Leute. Ich werde es euch einblenden. Mal sehen, was die Ulla bezahlt hat. Und wie viel hast du bezahlt noch? 28 Euro. 28 Euro. Ist ja noch der alte Preis für letzten Monat. Ja. Unser Ziel war nur wenige Meter entfernt.
Ja, wir sind angekommen. Über dann schwuppdiwupp ein Parkplatz. Gut ausgeschildert ist dann. Ja, stimmt. Und was für ein Glück, heute war ein Event. Ich schwöre, wir wussten es wirklich nicht. Was machen wir überhaupt hier? Für uns war das hier eines unserer Hauptziele. Das ist eine nicht unbekannte Aromaölmanufaktur und Ola beschäftigt sich mit sowas auch beruflich. Eigentlich wollten wir noch außen vorbeifahren, aber jetzt, wie gesagt, hatten wir ja Schwein und Ola konnte den Betrieb besuchen. Warum ich nicht? Ja, ich hatte die kleine Mia wieder, ne? Und Hunde durften leider nicht mit drauf. Vor Jahrzehnten kam ein junger Deutscher nach hier und wollte diese tollen Düfte hier auf Korsika festhalten. Nach und nach brachte er sich das selber bei. Ja, und schwupp, jetzt ist er selber ein alter Mann, ihr seht ihn immer, und er sitzt herrlich hier mit seinen Enkelinnen, die sind sehr engagiert, zusammen an einem Tisch und und fühlen sich wohl in ihrem eigenen Betrieb. Richtig toll. Und die arme Mia und der arme Dieter, die durften nicht mit rein. Die mussten den Berg hochkraxeln in dieser sengenden Hitze. Hammer. Schaut euch das mal an. Nee, natürlich Quatsch. Wunderschön. Zoom mal, vielleicht sieht man ein bisschen mehr. Vielleicht gehe ich gleich noch ein bisschen höher. Aber ich habe schon ziemlich die Kette ab. Und ich habe auch schöne Blümchen gefunden, oder? Zum Wandern ist Korsika übrigens ideal. Überall stehen diese Schilder hier. Und die Wanderwege sind alle top ausgebaut. Zurück im Wohnmobil und dann ging es auch schon wieder weiter. Ja, hallo. Wir fahren weg von Ölessenzes. Ich hoffe, die Ulla ist auf ihre Kosten gekommen. Ja. Das ist jetzt für unsere Planung natürlich spitze. Weil wir die ganze Zeit im Überlegen waren, wie machen wir das denn so, dass da ein schöner Kreis raus wird. Den haben wir jetzt schon irgendwie nicht eingehalten auf der Insel. Sodass wir nicht so sehr quer über die Berge müssen. Obwohl ich muss sagen, die sind wunderschön. Es kann durchaus sein, dass wir in den Bergen nochmal unseren Platz nehmen. Ne? Ja. Wir fuhren die Ostküste runter, Richtung Norden. Und dann trafen wir auf diese wunderschöne Ecke hier. VTA. Vorweg, der Campingplatz, der war grandios. Leider, ihr seht schon hier eine Einfahrt, für große Wohnmobile ist das nichts. Da war unser kleiner Hümer schon ein Riese. Gerade darauf zu, seht ihr schon direkt die Rezeption. Das Personal hier war sehr freundlich. Wir wurden mit einem Caddy durch den Campingplatz geführt und konnten uns einen schönen Platz aussuchen. Wir haben einen coolen Platz zugewiesen bekommen. Der da gerade drauf zu. Wir wissen noch nicht, ob wir vorwärts oder rückwärts rein. Aber vorwärts. Ich mal gucken gehen. Nee. Doch, Ulla musste gucken gehen und ich habe schnell jetzt vorgespult. Das war eine Zangengeburt hier. Die Ulla musste den Strauch da links festhalten und dann haben wir uns da reingequetscht. Jo, wir stehen. Genau, wir standen hier insgesamt 2 volle Tage. Und die waren wunderschön, so viel sei schon mal gesagt. Wir zeigen aber über diesen Platz noch viel, viel mehr. Der hat nämlich eine grandiose Aussicht. Unser Platz hier, der lag so ungefähr vom Campingplatz aus auf halber Höhe. Und da gab es aber noch höher gelegene Plätze. Ich glaube nicht, dass wir da mit unserem Wohnmobil hingekommen wären. Aber da kann man schön zelten. Aber auch für Vans ist der Platz traumhaft schön. Den kann ich nur empfehlen. Diese grandiose Aussicht, die hatte man vom Toilettenhaus aus. Hammer, oder? Hier rechts sieht man gleich mal das Dach vom selbigen. Übrigens, die Sanitäranlagen waren hier tippitoppi.
understand me. But now I'm gone. My head's in a spin again. And my heart won't let me begin. Rings um den Campingplatz sind verschiedene kleine und große Strände, die man besuchen kann. Fußläufig kann man die richtig gut erreichen. Manche sind mit Sand, manche sind mit Kies. Manche sind tagsüber mit schönen Schatten und manche kann man nutzen mit praller Sonne. Hier ist für jeden etwas. Sehr, sehr schöner Platz mit sehr schönen Stränden. Das hier war unser Favorit. Den zeigen wir euch noch ausgiebig, wie wir da schön drin baden. Um es aber spannend zu machen, zeige ich euch das erst im nächsten Teil. Das ist gemein, oder? Nee, ich will nicht gemein sein. Meine Videos sollen nicht länger als 20 Minuten gehen, da probiere ich mich gerade drin aus. Wenn euch das Video hier gefällt, ihr sowieso bis hier geschaut habt, abonniert doch diesen Kanal. Hier von euch aus rechts, da dürfte jetzt der Kakadu in Gelb erscheinen, da könnt ihr draufklicken, dann habt ihr den Kanal abonniert. Ein Like wäre aber auch schon grandios. Hier nochmal die Gesamtansicht des Platzes von oben, ausführlicher in Teil 4. Macht's gut, ciao!